Lektion 1: Bemühungen feiern. Wir sollten uns darauf konzentrieren, unsere Bemühungen anzuerkennen und uns selbst Anerkennung für die Fortschritte zu zollen, die wir machen. Ich kann nur zustimmen. Wir sollten auch die kleinen Siege auf dem Weg feiern. Genau. Es ist leicht zu übersehen, wie weit wir gekommen sind, wenn wir immer das nächste Ziel verfolgen. Wahr. Feiern hält uns motiviert und erinnert uns an unsere Erfolge. Auf welchen kürzlichen Sieg sind Sie stolz? Endlich habe ich ein Projekt abgeschlossen, an dem ich seit Monaten gearbeitet habe. Es fühlt sich großartig an, es fertig zu sehen. Das ist erstaunlich. Sie sollten sich etwas Besonderes gönnen. Ich denke, das werde ich. Was ist mit dir? Gibt es Siege zum Feiern? Ich trainiere seit einem Monat konsequent. Es ist ein kleiner Schritt, aber er fühlt sich gut an. Lektion 2: Bauernhofwettbewerbe. Es gibt immer einen Wettbewerb um das beste landwirtschaftliche Produkt des jeweiligen Jahres. Das stimmt. Je nach Landesteil können die Gewinner variieren. Glauben Sie, dass diese Wettbewerbe den Landwirten helfen, ihre Praktiken zu verbessern? Absolut. Es fördert Innovation und Qualität in der Landwirtschaft. Was gefällt Ihnen an diesen Veranstaltungen am besten? Ich liebe es, die Kreativität und Hingabe zu sehen, die in jedem Produkt steckt. Es ist inspirierend, wie viel Mühe in etwas gesteckt wird, das wir oft für selbstverständlich halten. Genau. Es ist eine Erinnerung daran, die harte Arbeit hinter unserem Essen zu würdigen. Unterstützen wir die Bauern vor Ort und feiern wir auch ihre Erfolge. Lektion 3: Gemischte Rezensionen. Ich habe eine Mischung aus positiven und negativen Bewertungen über das neue Restaurant gelesen. Das ist üblich. Menschen haben unterschiedliche Geschmäcker und Erwartungen. Ich werde das alles im Hinterkopf behalten, wenn ich mich entscheide, ob ich es versuche. Was ist Ihnen in den Rezensionen aufgefallen? Einige lobten die Atmosphäre, andere erwähnten den langsamen Service. Es ist immer ein Gleichgewicht. Probieren Sie es vielleicht einmal aus und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Gute Idee. Ich werde unvoreingenommen hingehen und sehen, wie es läuft. Teilen Sie mir Ihre Meinung mit. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen. Wird tun. Es macht immer Spaß, neue Orte zu erkunden. Lektion 4: Malerische Fahrt. Green Hills ist ein wunderschönes Reiseziel. Von hier aus ist es eine 4-stündige Fahrt, aber die malerische Aussicht lohnt sich. Das klingt erstaunlich. Was ist der beste Teil der Fahrt? Die Bergpässe und üppigen Täler sind atemberaubend. Halten Sie unterwegs irgendwo an? Auf halber Strecke gibt es eine kleine Stadt mit einem tollen Café. Es ist perfekt für eine Pause. Ich würde diese Reise gerne eines Tages machen. Wann ist die beste Reisezeit? Frühling oder Frühsommer, wenn alles grün ist und blüht. Lass uns gemeinsam einen Roadtrip planen. Es wird ein Abenteuer sein. Ich bin dabei. Wir werden unvergessliche Erinnerungen schaffen. Lektion 5: Leckeres Gebäck. Das Gebäck in dieser Bäckerei war köstlich. Ich kann sie immer noch schmecken. Ich kann es mir vorstellen. Gibt es etwas, von dem Sie sich mehr gewünscht hätten? Vielleicht eine größere Auswahl an glutenfreien Optionen, aber insgesamt war es perfekt.
Das ist gut zu hören. Was war Ihr Lieblingsartikel? Das Mandelcroissant war göttlich. Ich würde allein deswegen wiederkommen. Ich muss es das nächste Mal versuchen. Gibt es Sitzplätze oder gibt es nur Essen zum Mitnehmen? Sie haben eine gemütliche Ecke mit ein paar Tischen. Es ist ein schöner Ort zum Entspannen. Klingt herrlich. Lass uns bald zusammen besuchen. Absolut. Ich freue mich schon darauf. Lektion 6: Mitternachtssterne. Einmal war ich um Mitternacht draußen und die Sterne schienen zu funkeln und zu tanzen. Das klingt magisch. Sie sahen wirklich wie Diamanten aus, nicht wahr? Ja, es war, als würde der Himmel nur für mich eine Show veranstalten. Schauen Sie oft in die Sterne? Nicht so oft, wie ich möchte, aber ich möchte es öfter tun. Du solltest. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und sich mit dem Universum verbunden zu fühlen. Haben Sie einen Lieblingsplatz zum Sterne beobachten? Außerhalb der Stadt gibt es einen Hügel mit minimaler Lichtverschmutzung. Es ist perfekt. Lasst uns gemeinsam einen Abend planen. Es wird unvergesslich sein. Lektion 7: Exzellenter Service. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Es ist uns eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Wenn Sie noch etwas benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. Das weiß ich zu schätzen. Ihr Team hat uns unglaublich unterstützt. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass Sie das bestmögliche Erlebnis haben. Es zeigt. Ich werde Ihre Dienste auf jeden Fall weiterempfehlen. Das bedeutet uns sehr viel. Zögern Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren. Danke noch einmal. Sie haben diesen Prozess so viel einfacher gemacht. Dafür sind wir hier. Passen Sie auf sich auf und haben Sie einen schönen Tag. Du auch. Machen Sie weiter so. Lektion 8: Abendpläne. Er wird mich abends um 17:30 Uhr abholen. Er hat ein schönes rotes Auto. Das klingt spannend. Wohin geht es mit euch beiden? Wir gehen in ein neues Restaurant in der Innenstadt. Ich habe großartige Dinge darüber gehört. Das ist großartig. Wissen Sie, was auf der Speisekarte steht? Sie sind auf Fusionsküche spezialisiert, daher bin ich neugierig, sie auszuprobieren. Es klingt nach einem lustigen Abend. Was hast du vorzutragen? Ich denke an etwas Lässiges, aber Stilvolles. Irgendwelche Vorschläge? Eine schöne Bluse mit Jeans und High Heels wäre perfekt. Tolle Idee. Ich werde damit weitermachen. Danke für den Tipp. Lektion 9: Lebendiger Markt. Guten Morgen. Dieser Markt ist so lebendig. Ja, hier ist immer viel los. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ich suche frische Produkte. Haben Sie Empfehlungen? Die Erdbeeren haben Saison und sind absolut lecker. Ich werde mir welche holen. Was ist mit Gemüse? Die Tomaten und Gurken stammen frisch von lokalen Bauernhöfen. Perfekt. Ich werde auch ein paar davon nehmen. Akzeptieren Sie Kartenzahlungen? Ja, das tun wir. Sagen Sie mir Bescheid,
wenn Sie Hilfe beim Tragen von Gegenständen benötigen. Danke. Dieser Markt ist ein großartiger Ort zum Einkaufen. Lektion 10. Eine Mahlzeit genießen. Das Essen wird geliefert und Sie können es dann an einen Tisch bringen, wo Sie Ihr Essen genießen können. Das ist praktisch. Haben Sie verschiedene Möglichkeiten? Ja, alles von Salaten bis hin zu herzhaften Hauptgerichten. Was ist hier Ihr Lieblingsgericht? Der gegrillte Lachs ist unglaublich. Es ist immer perfekt zubereitet. Das muss ich mal ausprobieren. Gibt es Sitzgelegenheiten im Freien? Ja, es gibt eine Terrasse mit einer tollen Aussicht auf den Park. Klingt herrlich. Lass uns draußen einen Tisch ergattern. Perfekt. Das wird ein tolles Essen. Lektion 11. Smartphone-Speicher. Ich mache mir Sorgen um den Speicher des Smartphones. Reicht es für meine Bedürfnisse? Es hängt davon ab, wie Sie es verwenden. Machen Sie viele Fotos oder laden Sie viele Apps herunter? Ich mache viele Fotos und habe ein paar Apps für Arbeit und Unterhaltung. In diesem Fall sollten Sie vielleicht ein Modell mit mehr Speicher in Betracht ziehen oder Cloud-Dienste nutzen. Das ist eine gute Idee. Wie viel Speicherplatz ist Ihrer Meinung nach ausreichend? Mindestens 128 GB, wenn Sie ein Vielnutzer sind. Sie können auch Dateien übertragen, um Speicherplatz freizugeben. Ich werde das untersuchen. Haben Sie Empfehlungen für Cloud-Speicher? Google Drive und iCloud sind beide zuverlässige Optionen. Sie sind einfach zu bedienen und sicher. Danke für den Rat. Ich werde sie mir ansehen und sicherstellen, dass ich genügend Platz habe. Lektion 12. Erfahrungen sammeln. Ich plane, durch Praktika und Networking-Events praktische Erfahrungen zu sammeln. Das ist eine tolle Idee. Praktische Erfahrung ist für den Aufbau Ihrer Karriere von unschätzbarem Wert. Haben Sie Tipps, wie Sie die richtigen Möglichkeiten finden? Recherchieren Sie zunächst nach Unternehmen in Ihrem Bereich und wenden Sie sich an Fachleute auf LinkedIn. Das ist klug. Sollte ich meinen Lebenslauf für jede Bewerbung individuell anpassen? Absolut. Heben Sie Fähigkeiten und Erfahrungen hervor, die zur Stellenbeschreibung passen. Das werde ich mir merken. Networking-Events wirken jedoch einschüchternd. Das ist möglich, aber sie sind eine großartige Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Sei einfach du selbst und stelle Fragen. Danke für die Ermutigung. Ich freue mich, diesen Schritt nach vorne zu machen. Lektion 13. Selbstverbesserung. Selbstverbesserung ist eine Reise und ich bin stolz darauf, wie weit ich gekommen bin. Nun, auf weitere Erfolge und Wachstum in der Zukunft. Ein Hoch darauf. Welches Ziel haben Sie kürzlich erreicht? Ich habe meine Morgenroutine konsequent eingehalten und es hat einen großen Unterschied gemacht. Das ist großartig. Kleine Änderungen können im Laufe der Zeit zu großen Ergebnissen führen. Genau. Was steht als nächstes auf Ihrer Liste zur Selbstverbesserung? Ich möchte meine Fähigkeiten als Redner verbessern. Es ist etwas, womit ich immer zu kämpfen hatte. Das ist ein tolles Ziel. Praxis und Feedback sind der Schlüssel. Du hast das. Danke für die Unterstützung.
Lasst uns weiterhin gegenseitig zum Wachstum anspornen. Lektion 14, Universitäten in British Columbia. Die Provinz, zu der Sie in British Columbia gehören, verfügt über 4 öffentlich finanzierte Universitäten. Das ist interessant. Wissen Sie, welche am beliebtesten sind? Bekannt sind die University of British Columbia und die Simon Fraser University. Für welche Programme sind sie berühmt? UBC ist stark in Forschung und Wissenschaft, während SFU für Wirtschaft und Technologie bekannt ist. Das ist gut zu wissen. Gibt es kleinere Universitäten, die eine Überlegung wert sind? Ja, auch die University of Victoria und die Thompson Rivers University sind tolle Optionen. Es ist erstaunlich, wie viele Möglichkeiten es gibt. Bildung ist hier so zugänglich. Absolut. Es ist ein großartiger Ort, um eine höhere Ausbildung zu absolvieren. Lektion 15, Umgang mit schwierigen Kunden. Haben Sie schon einmal mit einem schwierigen Kunden zu tun gehabt? Ja, es kann eine Herausforderung sein, aber es geht darum, Ruhe zu bewahren und Lösungen zu finden. Wie gehen Sie vor, wenn es angespannt wird? Ich höre mir Ihre Anliegen aufmerksam an und versuche, professionell auf sie einzugehen. Das ist klug. Beziehen Sie jemals einen Manager oder ein Teammitglied ein? Wenn es außerhalb meiner Möglichkeiten liegt, eskaliere ich es, aber ich versuche immer, es zuerst zu lösen. Es ist eine schwierige Balance, aber es hört sich so an, als ob Sie damit gut zurechtkommen. Es ist alles Teil des Jobs. Jede Herausforderung ist eine Lernchance. Danke für den Rat. Ich werde das für zukünftige Situationen im Hinterkopf behalten. Lektion 16, Babykleidung organisieren. Ich muss die Babykleidung organisieren und mich mit Windeln eindecken. Das ist eine große Aufgabe. Haben Sie ein Organisationssystem? Ich denke darüber nach Größe und Jahreszeit zu sortieren. Irgendwelche Tipps? Verwenden Sie beschriftete Behälter oder Schubladen, damit alles organisiert und leicht zu finden ist. Das ist eine tolle Idee. Was ist mit Windeln? Wie viele sollte ich mir eindecken? Es hängt davon ab, wie oft Sie Wäsche waschen, aber ein Wochenvorrat ist ein guter Anfang. Ich werde eine Liste erstellen und abhaken, was ich brauche. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung benötigen. Ich schätze es. Mit einem Plan wird es viel einfacher. Lektion 17, Erkundung antiker Ruinen. Ich würde gerne antike Ruinen erkunden und etwas über ihre Geschichte erfahren. Das ist eine tolle Idee. Beginnen wir mit der Planung einer Reise, um dies zu ermöglichen. Haben Sie irgendwelche Reiseziele im Sinn? Griechenland oder Peru wären großartig. Beide haben unglaubliche historische Stätten. Ich wollte Machu Picchu schon immer sehen. Es ist ein Traumziel. Ebenfalls. Lassen Sie uns die beste Reisezeit ermitteln und mit dem Sparen beginnen. Das wird ein unvergessliches Abenteuer. Absolut. Geschichte und Reisen, was könnte besser sein? Machen wir es zu einer Priorität. Ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen auf Entdeckungsreise zu gehen. Lektion 18, ein anstrengender Tag. Ich verbrachte den ganzen Tag damit, herumzulaufen, und am Ende des Tages war ich sehr müde.
Das klingt anstrengend. Hat Ihnen der Anblick zumindest gefallen? Das habe ich getan. Die Stadt ist wunderschön, aber meine Füße zahlen jetzt den Preis. Sie sollten sich ausruhen und Ihre Füße vielleicht in warmem Wasser einweichen. Das ist eine gute Idee. Haben Sie weitere Tipps zur Erholung nach einem langen Tag? Dehnen und Flüssigkeitszufuhr helfen sehr. Und vergessen Sie nicht, Ihre Füße hochzulegen. Das werde ich versuchen. Danke für den Rat. Kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch etwas benötigen. Ich schätze es. Morgen wird sicher ein entspannter Tag. Lektion 19: Persönliches Wachstum. Es kann schwierig sein, sich neuen Herausforderungen zu stellen, aber es hilft uns auch, als Individuum zu wachsen. Absolut. Es drängt uns aus unserer Komfortzone und stärkt unsere Widerstandsfähigkeit. Haben Sie Beispiele dafür, wie Sie aus einer Herausforderung gewachsen sind? Früher hatte ich vor öffentlichen Reden Angst, aber jetzt macht es mir wirklich Spaß. Das ist inspirierend. Es ist erstaunlich, wie viel wir erreichen können, wenn wir uns selbst anstrengen. Genau. An welcher Herausforderung arbeiten Sie gerade? Ich lerne eine neue Sprache. Es ist schwierig, aber ich mache Fortschritte. Das ist fantastisch. Machen Sie weiter und Sie werden die Ergebnisse sehen. Danke für die Ermutigung. Lasst uns gemeinsam weiter wachsen. Lektion 20: Das Postamt finden. Es ist nur 2 Blocks entfernt. Das Postamt befindet sich auf der linken Seite. Danke. Wissen Sie, ob Sie Verpackungsdienste anbieten? Ja, das tun sie. Sie haben Kartons, Klebeband und alles, was Sie brauchen. Das ist praktisch. Wie sind Ihre Öffnungszeiten? Sie sind wochentags bis 18 Uhr und samstags bis 14 Uhr geöffnet. Perfekt. Ich gehe jetzt rüber. Gibt es Parkplätze in der Nähe? Hinter dem Gebäude gibt es ein kleines Grundstück, das sich aber schnell füllt. Das werde ich mir merken. Danke für die Wegbeschreibung. Kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie sonst noch Hilfe benötigen. Lektion 21: Lässiges Outfit. Wenn es draußen heiß ist, trage ich normalerweise Jumpshorts und ein schlichtes T-Shirt. Das ist ein klassischer Sommerlook. Versehen Sie Ihre Kleidung mit Accessoires oder halten Sie es einfach? Ich halte es schlicht und trage Turnschuhe und bei Sonnenschein vielleicht eine Mütze. Komfort ist der Schlüssel, besonders bei Hitze. Haben Sie eine Lieblingsmarke für T-Shirts? Ich mag einfache Marken, die erschwinglich und langlebig sind. Und du? Ich bevorzuge leichte Stoffe, die gut atmen, wie Baumwolle oder Leinen. Das ist klug. Ich sollte diese Materialien auch ausprobieren. Lass uns irgendwann einkaufen gehen. Wir können einige tolle Sommerteile finden. Klingt nach einem Plan. Ich bin immer für ein gutes Geschäft zu haben. Lektion 22: Kreativität fördern. Außerdem fördert es die Kreativität und fördert unterschiedliche Perspektiven. Das ist so wichtig, besonders im Teamsetting. Genau. Wenn jeder die Freiheit hat, Ideen auszutauschen, sind die Ergebnisse erstaunlich.
Gibt es Techniken zur Förderung der Kreativität in einer Gruppe? Brainstorming-Sitzungen und offene Diskussionen funktionieren gut. Keine Idee ist zu klein. Ich liebe diesen Ansatz. Es schafft einen sicheren Raum für Innovation. Was ist mit dir? Wie fördern Sie die Kreativität in Ihrer Arbeit? Ich versuche, mit gutem Beispiel voranzugehen und offen für neue Ideen zu bleiben, auch wenn sie unkonventionell erscheinen. Das ist inspirierend. Lassen Sie uns bei allem, was wir tun, weiterhin auf Kreativität drängen. Lektion 23: Qualität vor Quantität. Wahr. Qualität geht vor Quantität, wenn es um Influencer-Partnerschaften geht. Absolut. Es ist besser, mit einigen wenigen zusammenzuarbeiten, die zu ihrer Marke passen, als mit vielen, die das nicht tun. Glauben Sie, dass Mikroinfluencer effektiver sind als große Namen? Manchmal, ja. Sie haben oft engagiertere und treuere Anhänger. Das macht Sinn. Authentizität ist heutzutage der Schlüssel zum Marketing. Genau. Menschen merken es, wenn sich eine Partnerschaft gezwungen anfühlt. Konzentrieren wir uns auf den Aufbau sinnvoller Kooperationen, die bei unserem Publikum Anklang finden. Vereinbart. Es ist eine intelligentere langfristige Strategie. Danke für den Einblick. Ich werde das für zukünftige Kampagnen im Hinterkopf behalten. Lektion 24: Abendroutinen. Haben Sie Abendroutinen, die Ihnen beim Entspannen helfen? Absolut. Ich achte darauf, mich von Bildschirmen zu trennen und ein Buch zu lesen oder zu meditieren. Das klingt entspannend. Wie viel Zeit verbringen Sie mit Ihrer Routine? Ungefähr eine Stunde. Es hilft mir beim Übergang vom Arbeitsmodus zum Entspannungsmodus. Das sollte ich versuchen. Normalerweise scrolle ich bis zur Schlafenszeit auf meinem Handy. Es ist eine weit verbreitete Angewohnheit, aber es kann einen großen Unterschied machen, sie zu brechen. Was tun Sie sonst noch, um sich auf einen erholsamen Schlaf vorzubereiten? Ich trinke Kräutertee und halte mein Zimmer kühl und dunkel. Ich werde es versuchen. Danke für die Tipps. Lektion 25: Träume in die Realität umsetzen. Gemeinsam können wir diese Träume in die Realität umsetzen. Das wäre unglaublich. Lasst uns weiter voranschreiten und uns gegenseitig unterstützen. Was ist der erste Schritt, den wir unternehmen sollten? Klare Ziele zu setzen und einen Zeitplan zu erstellen wäre ein guter Anfang. Ich mag es. Teilen wir es in überschaubare Schritte auf. Genau. Kleine Siege werden uns auf unserem Weg motivieren. Das wird eine spannende Reise. Ich bin froh, dass wir es gemeinsam schaffen. Ich auch. Lassen Sie es uns möglich machen und jeden Meilenstein feiern. Vereinbart. Hier geht es darum, unsere Träume in die Realität umzusetzen. Lektion 26: Snackideen. Das ist großartig. An welche Art von Snacks denkst du? Ich bevorzuge gesunde Optionen wie Nüsse, Obst und vielleicht etwas dunkle Schokolade. Das klingt perfekt. Haben Sie eine Lieblingsmarke für Snacks? Ich mag Marken, die natürliche Inhaltsstoffe und minimale Verarbeitung verwenden. Ebenfalls. Ich hole mir ein paar Müsliriegel und vielleicht auch etwas Popcorn.
Popcorn ist eine gute Wahl. Es ist leicht und befriedigend. Sollten wir eine Mischung aus süß und herzhaft bekommen? Definitiv. Beim Naschen ist Abwechslung das A und O. Lasst uns eine Liste erstellen und alles zusammensuchen, was wir brauchen. Lektion 27. Nationale Souveränität. Es ist akzeptabel, den Verzicht oder die Verschmelzung nationaler Souveränität als eine allmähliche Übernahme durch alle Nationen zu betrachten. Das ist eine komplexe Idee. Halten Sie es für möglich in der heutigen Welt? Es würde viel Vertrauen und Zusammenarbeit erfordern, aber es ist ein interessantes Konzept. Wahr. Globale Herausforderungen wie der Klimawandel könnten die Nationen dazu zwingen, stärker zusammenzuarbeiten. Genau. Gemeinsame Ziele könnten in einigen Bereichen zu geteilter Souveränität führen. Es ist ein großer Wandel, aber die Geschichte zeigt, dass im Laufe der Zeit Veränderungen möglich sind. Hoffen wir auf eine Zukunft, in der die Zusammenarbeit den Wettbewerb überwiegt. Vereinbart. Es ist eine Vision, nach der es sich zu streben lohnt. Vielen Dank für die nachdenkliche Diskussion. Es hat mir viel zu denken gegeben. Lektion 28. Eine Reise planen. Das ist richtig. Wann planen Sie Ihre Reise? Bei Terminen bin ich flexibel. Vielleicht in 1 oder 2 Monaten, je nach Arbeit. Das ist eine gute Zeit zum Reisen. Das Wetter soll schön sein. Habt ihr Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten? Wenn Sie sich für die Natur interessieren, sind die Berge zu dieser Jahreszeit atemberaubend. Das klingt perfekt. Ich werde mit der Recherche nach Unterkünften und Aktivitäten beginnen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe bei der Planung benötigen. Gerne gebe ich Ihnen einige Tipps. Danke. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, sobald ich die Details finalisiere. Ich kann es kaum erwarten, alles über Ihr Abenteuer zu erfahren. Lektion 29. Radioformate. Einige Radiosender bieten ein Talkformat an, bei dem Hörer anrufen und ihre Meinung äußern können. Das ist eine großartige Möglichkeit, das Publikum einzubeziehen und ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Bevorzugen Sie Talkradio oder Musiksender? Es hängt von meiner Stimmung ab. Talkradio eignet sich hervorragend zum Lernen, aber Musik eignet sich perfekt zum Entspannen. Wahr. Mir gefällt, wie Talkradio ein breites Themenspektrum abdeckt, von Nachrichten bis Unterhaltung. Dies ist eine gute Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben und verschiedene Perspektiven zu hören. Lass uns mal eine Talkshow anschauen. Es könnte interessant sein. Hört sich gut an. Ich bin immer bereit, etwas Neues auszuprobieren. Ich auch. Machen wir daraus ein Date. Lektion 30. Landroden. Ihr Land nahm das Gebiet ein, aber das Land musste von Bäumen und Baumstümpfen befreit werden, bevor es genutzt werden konnte. Das muss eine Menge harter Arbeit gewesen sein. Wissen Sie, wie Sie es gemacht haben? Sie verwendeten wahrscheinlich Äxte, Sägen und sogar Tiere, um beim schweren Heben zu helfen. Es ist erstaunlich, wie viel Aufwand in die Vorbereitung des Landes für die Landwirtschaft oder den Bau gesteckt wurde. Wahr. Es ist eine Erinnerung daran, wie sehr wir moderne Werkzeuge für selbstverständlich halten. Glauben Sie, dass Sie während des Prozesses vor irgendwelchen Herausforderungen standen? Definitiv. Das Wetter, die Tierwelt und die schiere körperliche Arbeit wären hart gewesen. Es ist inspirierend,
über ihre Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit nachzudenken. Lassen Sie uns die Geschichte und den Aufwand würdigen, der hinter dem Land steckt, das wir heute nutzen. Lektion 31: Sportkontroverse. Haben Sie von der Kontroverse gehört, die im kanadischen Sportestablishment herrscht? Ja, es war überall in den Nachrichten. Beteiligt sind verschiedene Regierungsmitglieder und die Sportbürokratie. Es ist überraschend, welche Auswirkungen dies auf die Sportgemeinschaft hat. Absolut. Es wirft wichtige Fragen zu Transparenz und Rechenschaftspflicht auf. Ich hoffe, dass dies zu positiven Veränderungen in der Art und Weise führt, wie Sportorganisationen geführt werden. Ich auch. Es ist eine Chance, Probleme anzusprechen, die zu lange übersehen wurden. Es ist auch eine Erinnerung daran, welchen Einfluss der Sport auf die Gesellschaft hat. Wahr. Sport kann Menschen zusammenbringen, er spiegelt aber auch umfassendere gesellschaftliche Herausforderungen wider. Hoffen wir, dass diese Situation zu sinnvollen Fortschritten führt. Lektion 32: Kyoto-Abenteuer. Ich bin auch nach Kyoto gefahren und habe die wunderschönen Tempel und Gärten besucht. Es war atemberaubend. Kyoto ist magisch. Welcher Tempel war dein Favorit? Ich liebte Kinkakuji, den goldenen Pavillon. Die Spiegelung im Wasser war atemberaubend. Das ist ein Klassiker. Hatten Sie Gelegenheit, den Bambuswald in Arashiyama zu besuchen? Ja, es war so friedlich. Beim Spaziergang durch den hochaufragenden Bambus fühlte es sich an, als würde man in eine andere Welt eintreten. Kyoto hat eine einzigartige Mischung aus Geschichte und Natur. Es ist einer meiner Lieblingsorte. Meins auch. Ich habe auch die Teezeremonien genossen und traditionelles Matcha probiert. Diese Erlebnisse spiegeln wirklich die Essenz der japanischen Kultur wider. Ich kann es kaum erwarten, zurückzugehen und noch mehr zu erkunden. Lektion 33: Kreative Entspannung. Malen ist für mich eine großartige Möglichkeit geworden, mich zu entspannen und auszudrücken. Wow, das ist beeindruckend. Wie lange malst du schon? Ich habe vor etwa einem Jahr angefangen und es war ein wirklich lohnendes Hobby. Das ist erstaunlich. Arbeiten Sie lieber mit Öl, Aquarell oder Acryl? Ich habe in letzter Zeit mit Acrylfarben experimentiert. Sie sind so vielseitig und trocknen schnell. Acryl eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Profis. Haben Sie bestimmte Stile ausprobiert? Ich habe mich mit abstrakter Kunst beschäftigt. Es ist befreiend, meiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Abstrakte Kunst ist eine wirkungsvolle Möglichkeit, Emotionen zu vermitteln. Entdecken Sie weiter und genießen Sie es. Danke. Es ist zu einem besonderen Teil meines Lebens geworden. Lektion 34: Inspirationsquellen. Wo finden Sie normalerweise Inspiration für Projekte? Ich lasse mich von der Natur und der Kunst inspirieren. Das ist ein toller Ansatz. Die Natur ist so erfrischend. Ja, es regt die Kreativität auf unerwartete Weise an. Ich suche auch oft online nach Ideen. Das Internet ist voller Ressourcen. Was ist Ihre Lieblingsplattform für Inspiration? Ich liebe Instagram für visuelle Ideen. Das sollte ich genauer erforschen.